Hallo zusammen, wir sind zurück mit einem weiteren Tutorial über eine Reihe neuer Funktionen, die kürzlich in Final Cut Pro eingeführt wurden. Also, was gibt es zu besprechen? Nun, zunächst einmal Final Cut Pro für iPad. Ja, vielen Dank. Aber nur ein kurzer Überblick darüber, was dich auf der Mac-Seite erwartet, wenn du mit Final Cut für iPad-Projekten arbeitest. Dann die Maske zum Entfernen einer Szene. Ja, vielen Dank. Auch. Warte. Okay, also die Sachen, die neue Farbanpassung, neue Audiofilter und viel mehr. Los geht's. Los geht's! Nach einer kleinen Pause sind wir also wieder da mit dem üblichen umfassenden Tutorial über das Neueste und Beste in und um Final Cut Pro. Was ich mir in diesem Video wann anschauen möchte, kannst du hier unten sehen. Oder in der Kapitelliste in der Beschreibung, wenn du einfach zu dem springen möchtest, was dich am meisten interessiert. Aber ich vermute, dass du unterwegs eine Menge kleiner Tipps und Tricks verpassen wirst, die du garantiert noch nirgends anders gesehen hast. Als erstes möchte ich kurz darüber sprechen, was mit dem jüngsten Update von Final Cut Pro für macOS veröffentlicht wurde. Eine Version für iPadOS ist, wie manche sagen würden, endlich auch veröffentlicht worden, zumindest für die M1 und M2 iPads. Aber ich möchte nicht auf die eigentliche App auf dem iPad eingehen, bevor wir uns all den anderen Goodies zuwenden, sondern dir nur die wichtigsten Dinge im Zusammenhang mit Final Cut für Mac zeigen. Also, los geht's! Erstens, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist die Version für iPadOS im Gegensatz zu allen anderen Schnittprogrammen für iPad oder Mac 100% kompatibel mit Final Cut Pro für Mac. Das bedeutet, dass bei der Übertragung von deinem iPad auf deinen Mac absolut nichts verloren geht. Übrigens ist auch iMovie für iPad und Mac zu 100% mit Final Cut kompatibel. Hat es derzeit den gleichen Funktionsumfang wie Final Cut für Mac? Nein. Man muss sich aber auch daran erinnern, dass es sich um eine Version 1 handelt. Man sollte also versuchen, etwas objektiver zu sein und seine Erwartungen entsprechend zu zügeln. Das Importieren und Öffnen eines Projekts aus Final Cut Pro für iPad in Final Cut Pro für Mac ist fast identisch mit dem, was du mit einem iMovie für iPad-Projekt machen würdest. Du kannst das Projekt mit AirDrop drahtlos an einen Mac in der Nähe weitergeben oder es auf deinem iPad auf deinem iCloud Drive speichern und mit deinem Mac abrufen. Das habe ich hier getan, indem ich das Projekt, was mir freundlicherweise von meinem Freund Alex Gollner zugeschickt wurde, in meinem Schreibtischordner gespeichert habe. Jetzt kann ich entweder Final Cut Pro öffnen und Datei importieren, Projekt von Final Cut Pro für iPad wählen oder einfach auf die Projektdatei doppelklicken. Egal wie du es machst, Final Cut muss das iPad-Projekt zunächst als reguläre Final Cut für Mac Mediathek speichern. Gib einfach einen Namen ein, gehe zu dem Ort, an dem du die Mediathek speichern möchtest und klicke auf Speichern. Damit wird das Projekt in eine Final Cut Pro Mediathek umgewandelt und erscheint in der Seitenleiste. Ich möchte nur auf ein paar besondere Funktionen und Mediatypen hinweisen, auf die du bei iPad-Projekten stoßen könntest. Während alles, was Titelübergänge und Generatoren betrifft, durch ihr Mac-Pendant ersetzt werden und in jeder Hinsicht bearbeitbar bleiben, gibt es ein paar Effekte, die derzeit nur für das iPad gelten oder nur aus Kompatibilitätsgründen in der Mac-Version eingeführt wurden. Das iPad hat zum Beispiel einen eigenen Farbkorrektur oder besser gesagt Farbanpassungsfilter, der einfache Schieberegler zum Anpassen von Belichtung, Kontrast, Helligkeit, Sättigung und so weiter für deine Videoclips bietet. Einige Leute haben sich scheinbar gefragt, warum es diesen Filter überhaupt gibt. Als ob er ein Ersatz für Farbkurven oder Räder wäre, was er natürlich nicht ist. Er ist da, um eine 100%ige Kompatibilität mit der iPad-Version von Final Cut zu gewährleisten, da er der einzige Farbkorrekturfilter ist, der momentan für das iPad verfügbar ist. Das ist zumindest im Moment sehr sinnvoll, denn Kurven und Räder wären in einer Touch-Oberfläche viel zu fummelig zu bedienen, im Gegensatz zu einfachen Schiebereglern.
Nicht jeder hat einen Apple Pencil. Es wurde außerdem speziell für die Farbanpassung von HDR-Clips entwickelt, da alle kompatiblen iPads standardmäßig HDR aufzeichnen und anzeigen, aber du kannst sie natürlich auch für die Farbanpassung von SDR-Clips verwenden. Und wenn du diese Art der Farbanpassung aus irgendeinem Grund einfacher oder praktischer findest als die Farbtafel, das Farbrad oder die Kurven, hast du sie jetzt als zusätzliche Option im Aufklappmenü oben im Farbinspektor. Hier kannst du jetzt auch eine Instanz des neuen Farbanpassung-Effekts vom unteren Ende des Menüs hinzufügen. Oder aus der Kategorie Farbe in der Filterübersicht, wo du ihn wie alle anderen Farbkorrekturfilter zu einem beliebigen Clip in deiner Timeline hinzufügen kannst. Nachdem du ihn angewendet hast oder wenn er bereits angewendet wurde, solltest du zuerst sicherstellen, dass er auf den richtigen Steuerbereich eingestellt ist, dass es auch den richtigen Luminanzbereich korrigiert. Diese Einstellung sorgt für die richtige Skalierung der Schieberegler, sodass sich die Anpassung der Schattenmitteltöne oder Lichter nur auf diese Bereiche im Bild auswirken. Dabei wählt Final Cut Pro in der Regel automatisch die richtige Einstellung für den Clip, auf den er angewendet wurde, basierend auf deinen Projekteinstellungen. Und wenn dir die Schieberegler zu fummelig sind, kannst du die Werte natürlich auch einfach klicken und ziehen. Die Schieberegler sind, denke ich, eigentlich selbsterklärend, deswegen gehe ich hier nicht noch ins Detail. Außerdem hat Final Cut für iPad ein nettes kleines Live-Zeichnungswerkzeug eingeführt. Es erinnert stark an das Malwerkzeug von Motion. Damit kannst du in Final Cut Pro auf dem iPad direkt auf das Filmmaterial mit Touch oder dem Apple Pencil zeichnen, markieren und schreiben, um handgeschriebene Titel und Illustrationen zu erstellen. Deine Anmerkungen werden als Live-Zeichnungsclip aufgezeichnet und wenn du den Clip abspielst, werden deine Stift- oder Fingerbewegungen animiert. Nachdem du einen Live-Zeichnungsclip in Final Cut Pro für Mac importiert hast, kannst du die eigentliche Zeichnung nicht anpassen, also nicht die Linien- oder Strichattribute verändern, aber wenn du den Clip in der Timeline auswählst und im Inspektor nachschaust, siehst du, dass du die Geschwindigkeit oder das Timing der Animation anpassen kannst. Final Cut Pro für iPad hat noch eine weitere einzigartige Funktion, die Final Cut Pro für Mac nicht hat oder noch nicht. Es bietet Soundtracks, also Musik, die sich dynamisch an die Länge deines Projekts anpassen kann. Das bedeutet, dass du die Tonspur an jede beliebige Länge anpassen kannst, ohne dass du sie schneiden, verschieben oder überblenden musst. Die Tonspur passt sich automatisch an die Dauer an. Und obwohl Final Cut für Mac diese Funktion nicht hat, kannst du die bearbeiteten Audiodateien an deinen Mac senden, wo sie als normale AAC-Dateien angezeigt werden, die du wie jedes andere Audio verwenden kannst. Sowie diese verschiedenen lange Clips desselben Soundtracks, die alle auf demselben Original basieren. Was gibt es also noch zu erwähnen? Nun, die wohl bemerkenswerteste und eine meiner persönlichen Lieblingsneuerungen ist der neue, recht umständlich benannte Maske zum Entfernen von einer Szene-Filter, den ich der Einfachheit halber mal Entfernungsmaske nennen werde, von dem du in meinem Intro schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen hast. Jeder, der die iPad-App besitzt oder darüber gelesen hat, wird bereits gesehen haben, dass auch sie den gleichen Filter hat. Wofür ist er also da und was macht er? Vielleicht kennst du ja schon das Plugin Keeper von FX Factory, das vor einiger Zeit herauskam. Die Entfernungsmaske ist im Prinzip das gleiche, nur dass sie in mancher Hinsicht mehr und in anderer ein bisschen weniger kann. Ich habe sogar schon gehört, dass einige Leute sagen, dass die Entfernungsmaske insgesamt schlechter sein soll als Keeper. Das ist meiner Meinung nach Unsinn. Beide haben Bereiche, in denen sie gut funktionieren und andere, in denen sie überhaupt nicht funktionieren. Es kann also nur ein Besser geben, je nachdem, was man braucht. Die Fälle, in denen die Entfernungsmaske von Final Cut versagt, sind tatsächlich viel weniger. Sie erkennt Objekte im Vordergrund eines Videoclips mit Hilfe von maschinellem Lernen und andere Techniken und entfernt den Hintergrund automatisch, ohne dass eine Greenscreen benötigt wird. Und das Erste, was diese Maske mehr kann als andere, ist, dass sie eine fast unbegrenzte Vielfalt an Objekten erkennen kann, nicht nur Menschen, wie du in diesen Beispielen sehen kannst, auf die ich gleich noch eingehe.
Filter wie Keeper haben zwar ihre Vorteile und sind daher auch nicht völlig überflüssig, aber sie können derzeit nur Menschen erkennen und maskieren. Übrigens findest du die Maske zum Entfernen einer Szene in der neuen Maskieren- und Keying-Kategorie, in der alle Masken- und Keying-Filter zusammengefasst wurden. Nebenbei bemerkt wurde der Keyer in Greenscreen Keyer umbenannt und zusammen mit dem Luma Keyer optimiert, das heißt auch mit HDR-Material kompatibel gemacht, aber ansonsten haben sie sich nicht verändert. Tatsächlich war mir bis jetzt gar nicht bewusst, dass beide nicht HDR-kompatibel sind. Und es gibt einen neuen Filter Eckenmaske, mit dem du eine einfache Maske mit 4 Eckpunkten bekommst, damit du nicht selbst mit dem Zeichenmaske-Filter zeichnen musst, wenn du zum Beispiel nur eine schnelle und einfache sogenannte Garbage Mask für einen Key brauchst. Nichts Spektakuläres, nur eine nette Hilfe. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Apple vor der Anwendung der Entfernungsmaske sicherzustellen, dass der Clip einen statischen Hintergrund hat und auch mit einer statischen Kamera aufgenommen wurde. Mit anderen Worten, eine Kamera auf einem Stativ zum Beispiel. Das ist der erste und wahrscheinlich größte Unterschied zu Keeper, mit dem du den Effekt auch bei einer bewegten Kamera anwenden kannst. Als nächstes musst du darauf achten, dass du am Anfang oder Ende deines Clips ein paar zusätzliche Bilder hast, die den Hintergrund zeigen, ohne das Vordergrundmotiv. Mit anderen Worten, du brauchst eine sogenannte Clean Plate als Referenz. Das ist auch einer der Unterschiede zu Keeper zum Beispiel, wo man das nicht machen braucht. Dein Motiv sollte außerdem an einem hellen, gleichmäßig beleuchteten Ort aufgenommen worden sein, am besten in einem Innenraum, um harte Schatten zu vermeiden. Außerdem sollte es einen guten Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund haben, das heißt keine ähnlichen Farben oder Texturen, ich glaube aus naheliegenden Gründen. Es sollte auch keine starken, sich bewegenden Schatten geben und einen angemessenen Abstand zwischen dem Motiv im Vordergrund und dem Hintergrund haben. Der Hintergrund sollte auch optisch so einfach wie möglich sein. Du solltest also komplexe Muster vermeiden. Je weniger der Effekt raten muss, um zwischen Vorder- und Hintergrund zu unterscheiden, desto besser sind die Ergebnisse. Aber so einschränkend das alles auch klingen mag, es handelt sich hier um Empfehlungen und Best-Case-Szenarien. Und du wirst gleich sehen, dass diese viel flexibler sind, als der Eindruck zunächst vermittelt. Wie verwendest du sie also? Nun, wie immer in typischer, super einfacher Apple-Manier. Ich beginne mal mit einem absichtlich nicht ganz so idealen Beispiel. Ein Beispiel, das so ziemlich keine der von Apple empfohlenen Vorgehensweisen befolgt, außer vielleicht die Tatsache, dass die Kamera stationär ist. Ein Clip von meinem Hund Peanut und mir, den ich absichtlich vor einem komplexen und belebten Hintergrund aufgenommen habe und an dessen Ende ich aus dem Bild gegangen bin, um die genannte Clean Plate zu bekommen. Jetzt wendet man in der neuen Kategorie Maskieren und Keying den Effekt Maske zum Entfernen von Szenen an, indem man darauf doppelklickt oder einfach auf den Clip zieht. Und wir sehen, dass das Ergebnis nicht ganz wie erwartet ist. Das hat mit der Standardeinstellung des Filters zu tun. Denn standardmäßig ist die Referenz auf das erste Bild des Clips eingestellt. Und wie ich schon sagte, bin ich am Ende aus dem Bild gegangen. Wenn ich in das Referenz-Pop-up-Menü schaue, dann sehen wir auch, dass ich 4 verschiedene Optionen zur Auswahl habe. Ich kann das erste Bild als Referenz nehmen, so wie es jetzt ist, oder ein Bild eine Sekunde nach dem Anfang des Clips, eine Sekunde vor dem Ende oder einfach das letzte Bild des Clips referenzieren. Übrigens, das kleine Fragezeichen auf der rechten Seite listet auch nochmal die Aufnahmeempfehlungen von Apple auf, falls du sie vergessen haben solltest. Und da ich ein paar Sekunden vor dem Ende rausgegangen bin, könnte ich eine der beiden letzten Möglichkeiten nutzen. Wenn ich einen der beiden letzten auswähle, sieht man, dass obwohl der Clip alles andere als ideal ist, das Ergebnis überraschend gut ist. Übrigens ist auch mein Hund fast perfekt maskiert. Wie ich schon sagte, etwas, das andere Tools wie Keeper nicht können. Und wir werden gleich sehen, dass es sogar noch darüber hinausgeht. Aufgrund des nicht ganz so optimalen Kontrasts zum Hintergrund gibt es ein merkliches Flattern entlang der Ränder, das heißt entlang des Alpha-Kanals. Aber ich habe eine nette Methode, um das gleich noch ein bisschen zu verbessern, zu der ich gleich noch komme. Wenn ich also tatsächlich vorhätte, uns beide freizustellen und den Hintergrund zu ersetzen, hätte es geholfen, die oben genannten Empfehlungen besser zu beachten. Final Cut verwendet das Referenzbild, um zunächst gewissermaßen eine sogenannte Differenzmaske zu erstellen und nutzt dann maschinelles Lernen, um noch genauer zwischen Vorder- und Hintergrund zu unterscheiden.
Allerdings würde eine echte Differenzmaske nicht annähernd an das Ergebnis herankommen. Denn, glaub mir, ich habe es ausprobiert. Aber anstatt uns aus dem Hintergrund auszuschneiden, kann ich die Szenenentfernung zum Beispiel für eine Farbkorrektur des Vorder- oder Hintergrunds verwenden. Dazu kann ich entweder einfach den Clip über sich selbst duplizieren und die Maske vom unteren Clip entfernen und jetzt jeden Clip einzeln anpassen. Oder, was meiner Meinung nach besser funktioniert, ich kann das rückgängig machen und zu dem leeren Bild am Ende des Clips skimmen, Shift F drücken, um das Bild in der Übersicht anzuzeigen, und drücke jetzt einfach Option F, um ein Standbild an der Abspielposition zu erzeugen. Dieses kann ich dann unter den maskierten Clip ziehen. Jetzt könnte ich zum Beispiel einen Weichzeichnungsfilter auf den Hintergrund anwenden und ihn nach Belieben anpassen. Dann die Farbtafel mit Command 6 öffnen und das Bild entsättigen, um ihn schwarz-weiß zu machen, und kann auch die Helligkeit ein wenig reduzieren, wenn ich möchte. All das ohne den Vordergrund zu beeinträchtigen, sodass ich uns schön hervorheben kann. Dadurch werden auch die flatternden Ränder ziemlich gut versteckt und das sogar ohne meinen kleinen Verbesserungstrick, zu dem ich, wie gesagt, gleich noch komme. Ich bin mal losgezogen und habe ein paar beliebige Aufnahmen gemacht, um zu sehen, was im Allgemeinen funktioniert und was nicht. Und um ehrlich zu sein, wenn die Kamera statisch ist und man ein sauberes Referenzbild hat, gibt es kaum etwas, das nicht zu einem gewissen Grad maskiert werden kann. Das finde ich sehr beeindruckend. Schauen wir uns also ein paar andere Beispiele an und was wir mit ihnen machen können. Als nächstes habe ich, um zu zeigen, welches Potenzial dieses Filter hat, verschiedene Szenarien aufgenommen, in denen alles Mögliche drin vorkommt, nur keine Menschen. Zum Beispiel habe ich ein paar Sekunden einer nahegelegenen Straße mit vorbeifahrenden Autos aufgenommen. Am Anfang sind entsprechend keine Autos zu sehen. Wenn ich die Entfernungsmaske anwende, kannst du sehen, dass tatsächlich die einzelnen Autos erkannt und ausmaskiert werden. Erstaunlicherweise werden sogar die Fußgänger auf der anderen Straßenseite erkannt, die ich vorher gar nicht bemerkt hatte. Auch wenn der Rand hier deutlicher flattert als im ersten Beispiel. Aber auch hier gilt, wenn ich tatsächlich vorhätte, eine saubere Maske der Autos zu bekommen, müsste ich die Kriterien, die Apple empfiehlt, viel besser beachten. Jetzt kann ich den Clip noch einmal doppelt übereinander legen, den Effekt vom unteren Clip entfernen und jetzt einen Effekt auf den oberen Clip anwenden. Zum Beispiel den Effekt Blinken. Und damit erhalte ich einen interessanten Effekt, der, einmal abgespielt, doch etwas an Spaßpotenzial hat. Andere Objekte, die sich leicht maskieren lassen und was ich seltsamerweise noch nicht gesehen habe, dass jemand anderes es zeigt oder erwähnt, sind zum Beispiel Tiere. Diesmal ganz allein. Hier habe ich einfach meinen Hund Peanut auf meinem Sofa aufgenommen und sie aus dem Bild gehen lassen. Sobald ich die Maske für die, Szenenentfernungsfilter anwende, bingo, nicht schlecht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Hintergrund mal wieder, laut Vorgabe, alles andere als ideal ist. Das Rot im Hintergrund ist ähnlich wie ihr Fell und die Sitzfläche hat fast die gleiche Farbe wie ihre Pfoten. Und wenn ich irgendwo in der Mitte anhalte, können wir sehen, dass in der Bewegungsunschärfe auch ein wenig Rot des Hintergrunds durchscheint. Aber ich kann die Maske vorübergehend deaktivieren, noch einmal in das Informationsfenster für Farbe gehen, einen Farbton-Sättigungskurvenfilter anwenden und hier die Pipette neben der Farbton versus Sättigungskurve verwenden und eine Auswahl für einen Bereich des Rots im Hintergrund ziehen. Jetzt ziehe ich einfach den mittleren der 3 Kontrollpunkte, die jetzt auf meiner Kurve erschienen sind, nach unten, um nur das Rot zu entsättigen und passe es nach Bedarf an, damit es die Farbe von Peanuts Fell nicht mit einbezieht. Und gehe zurück ins Informationsfenster. Wenn ich jetzt die Maske wieder aktiviere, sehen wir, dass der rote Rand so gut wie verschwunden ist. Wenn ich zusätzlich noch den Farbfilter nach oben im Effektstapel ziehe, sehen wir, dass die Maske sogar noch ein bisschen besser aussieht als vorher, da der Szenenentfernungsfilter es nicht mehr so schwer hat, zu unterscheiden, was Sofa und was Hund ist. Zum Vergleich, wenn ich den Final Cut Filter ausschalte und Keeper auf diesem Clip anwende, kann man schnell sehen, wo die Unterschiede liegen. Es wird praktisch keine brauchbare Maske erzeugt, da Peanut nicht erkannt wird. Und während die Schieberegler zum Verfeinern der Maske im Allgemeinen durchaus nützlich sind, sind sie in diesem Fall ziemlich nutzlos. So viel dazu, dass es zumindest in diesem speziellen Fall irgendwie besser ist.
Wenn ich es wieder entferne und die Szenenentfernung aktiviere, kann ich mal einen der brandneuen dynamischen Hintergründe unter dem Clip hinzufügen, die ebenfalls in Final Cut Version 10.6.6 eingeführt wurden. Zum Beispiel den Doppler-Hintergrund. Und um das Ganze abzurunden, könnte ich auch noch den Schattenwurf aus der Kategorie Stilisieren hinzufügen, um dem Ganzen etwas Tiefe zu verleihen. Ihn nach meinem Geschmack anpassen und dann zum Schluss vielleicht noch einen der Comic-Filter. Wie man also sieht, eröffnet der Filter mit nur wenigen Klicks eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten. Hier noch ein kurzes Beispiel. Ich war in einem Skatepark gegenüber von mir und habe ein paar zufällige Aufnahmen von Kindern gemacht, die auf Scooter unterwegs waren. Auch hier handelt es sich um alles andere als einen einfachen Hintergrund, aber mit der Szenenentfernungsmaske kann ich das eine Kind auf seinem Scooter trotz der eigentlich unpassenden Umstände der Aufnahme erstaunlich gut isolieren. Und obwohl die sich bewegenden harten Schatten, wovon Apple in seinen Praxisempfehlungen ja auch abrät, hier und da für ein Flattern auf dem Boden sorgen, könnte ich trotzdem 90+ % davon verwenden und das eine oder andere Bild manuell maskieren, um es auf 100% zu bringen, was mir noch eine ganze Menge Zeit spart. Dann war ich mal neugierig, wie die Maske mit Schärfentiefe umgeht. Wenn also ein Objekt, in diesem Fall mein Kumpel Kai, aus der Unschärfe in die Schärfe tritt, und zwar wieder mit einem alles andere als einfachen Hintergrund. Er kommt von der Seite ins Bild und dann in den Fokus. Wenn ich die Szenenentfernung aktiviere, sehen wir, dass sie erstaunlich gut funktioniert, wenn auch nicht perfekt, selbst wenn er unscharf ist. Das würde sich mit einem besser geeigneten Hintergrund wahrscheinlich sogar noch verbessern. Beim Vergleich mit Keeper sehen wir, dass es weit mehr Schwierigkeiten hat, Kai zu isolieren. Es hat vor allem Schwierigkeiten, das Telefon und manchmal sogar seinen Arm zu erkennen. Selbst wenn man auf hohe Qualität umschaltet und mit den Parametern spielt, zum Beispiel dem Thicken, hat man kaum eine Chance, irgendwas davon wiederherzustellen. Apropos Schieberegler und Verfeinern der Maske. Wenn dir ein paar grundlegende Einstellungen für die Feinabstimmung der Maske in Final Cuts Entfernungsmaske fehlen, habe ich was für dich. Ich habe mal einen einfachen und schnellen Filter zusammengestellt, den ich SRM-Editor genannt habe und der zum Teil auf dem magische Stanzmaske oder auch Magic Matte Filter von Motion basiert, mit dem du einige dieser grundlegenden Einstellungen vornehmen kannst. Hauptsächlich um die Kante zu verfeinern und der Anpassung der Alpha-Ebene. Am besten stellst du den Viewer so ein, dass er nur den Alpha-Kanal anzeigt, um die Stanzmaske besser zu sehen und zu verfeinern und um eventuell mit dem Schieberegler Shrink oder Gamma etc. eine kleine Kante zu entfernen. In der Beschreibung findest du einen Link zum Filter, über den du ihn kostenlos herunterladen kannst, wenn du möchtest. Dann wollte ich sehen, was der Filter so mit anderen beliebigen Objekten anstellt. In diesem Fall waren es ein paar Kerzen, die auf meinem Tisch standen und die ich wegbewegt habe. Dann habe ich sie ins Bild geschoben und die Szenenentfernungsmaske angewendet. Et voilà, sogar die flackernde Flamme war perfekt maskiert. Natürlich sorgten der spiegelnde Teil des sternförmigen Kerzenhalters und die fast identische Farbe der hinteren Kerze mit dem Tisch für ein deutliches Flackern, aber so etwas wäre selbst bei einem Greenscreen mühsam zu handhaben, also finde ich das leicht entschuldbar. Das ließe sich ja auch durch einfaches Hinzufügen von einer Zeichenmaske um den Bereich herum bewältigen, wenn nötig. Ersetzt dies also eine gut gemachte Greenscreen? Natürlich nicht und das soll es auch nicht. Wobei ich habe mich mal selbst vor einem normalen, absichtlich unruhigen Hintergrund und vor einer Greenscreen aufgenommen, der wirklich jeden kontrastreichen, einfarbigen Hintergrund darstellt, den du haben könntest. Und zwar mit einem Glas, um zu testen, was vor allem mit der Transparenz passiert. Und ich muss sagen, dass ich wirklich ziemlich überrascht war. Das bin ich vor dem normalen Hintergrund mit Final Cuts Szenenentfernungsmaske. Natürlich würde ich kein Glas Wein wollen, das so aussieht, als wäre es mit Schmutz oder Rauch versetzt worden. Aber bei der gleichen Aufnahme vor einer Greenscreen, die wie gesagt einen beliebigen einfarbigen Hintergrund mit gutem Kontrast zum Vordergrund darstellt, erhält man tatsächlich eine überraschend saubere Transparenz. Natürlich fehlt im Vergleich zu diesem schnellen, einfachen Key viel mehr vom Glas, was die Transparenz insgesamt viel besser macht.
Trotzdem bin ich ziemlich überrascht, wie gut das mit Final Cuts Maske funktioniert. Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass überhaupt eine Transparenz erzeugt wird, geschweige denn, dass so viel von dem Weinglas erhalten bleibt. Und wenn ich mir die gleichen Clips mit Keeper ansehe, sind die Ergebnisse der Final Cut Maske im Vergleich sogar erstaunlich. Denn Keeper berücksichtigt das Glas natürlich überhaupt nicht. Selbst mit dieser statischen Kamera werde noch nicht einmal ich brauchbar freigestellt. Und sowohl bei der normalen als auch bei der Greenscreen-Version flattert es sogar noch schlimmer, egal wie ich mit den Optionen und Schiebereglern rumfummle. Das hat mich wirklich überrascht. Ich bin mir also nicht sicher, wie manche behaupten können, dass Keeper insgesamt die bessere Alternative ist. Aber um fair zu sein, wenn du eine Aufnahme wie diese von Menschen hast, bei der sich die Kamera bewegt und du kein sauberes, menschenloses Bild als Referenz hast, dann ist Keeper zweifellos die richtige Lösung, da Final Cuts Maske nichts Brauchbares liefern könnte. Genau dafür ist Keeper gemacht und das macht es auch sehr gut. Aber auch bei statischem Filmmaterial, bei dem kein explizites Bild ohne Vordergrundmotiv aufgenommen wurde, habe ich einen kleinen Trick ausprobiert. In diesem Fall mit einem älteren Clip von mir, wo das vordergrundmotivlose Bild weder am Anfang noch am Ende stand, sondern irgendwo in der Mitte. Ich drücke einfach wieder die Tastenkombination Shift-F an der Position des gewünschten Bildes, um es in der Übersicht anzuzeigen, und dann Option F, um davon ein Standbild in der Timeline zu erzeugen. Ich kann dann das Standbild mit Command-C kopieren und vor den Clip verschieben und mache mit Option G einen zusammengesetzten Clip aus beiden. Die Anwendung des Filters auf diesen Clip und das Einsetzen des kopierten Standbilds unter dem zusammengesetzten Clip liefert mir das gewünschte Ergebnis für einen Clip, der technisch gesehen überhaupt nicht geeignet war. Auf diese Weise konnte ich zum Beispiel endlich meine verschiedenen Stufen des Kaffeekonsums simulieren, indem ich den Erdbebenfilter anwandte und die Einstellungen nach oben drehte. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hat dir das bisher gefallen und geholfen? Dann gib uns einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Und wenn du noch alles andere über Final Cut Pro lernen willst, dann schau doch mal bei uns auf der Seite vorbei für ein umfassendes Final Cut Pro Training auf Deutsch. Link in der Beschreibung. Jetzt kommt die neue Farbanpassung. Und so kompliziert das Ganze auf den ersten Blick erscheinen mag, so einfach ist Apples Lösung und ein großer Schritt nach vorne, wenn es darum geht, mit Filmmaterial in unterschiedlichen Farbräumen zu arbeiten. Mit anderen Worten, Apple hat einen großartigen neuen Weg gefunden, die verschiedenen Farbräume, mit denen wir jetzt und in Zukunft arbeiten werden, zu verwalten. Sehen wir uns an, was ich damit meine. Das häufigste Problem und die größte Verwirrung, die ich in letzter Zeit diesbezüglich mitbekommen habe, wird durch diese neue Funktion perfekt gelöst. Nämlich, wenn jemand HDR-Filmmaterial importiert, das Sie meist unwissentlich mit Ihrem neuen iPhone aufgenommen haben, wird es in der Timeline völlig überbelichtet angezeigt. Wie mit diesem Clip. Das passierte, zumindest bis jetzt, weil Sie einen HDR-Clip, das heißt Material mit hohem Dynamikumfang, in einer SDR-Timeline, also ein Projekt mit konventionellem Dynamikumfang, bearbeiten wollten. Das Problem ist, dass der SDR-Farbraum, auch als Standard-Gamut bezeichnet, nicht nur eine geringere Farbtiefe hat, nämlich nur 8-Bit und nicht mindestens 10-Bit wie HDR, sondern noch viel wichtiger, HDR unterstützt auch eine viel höhere Spitzenhelligkeit, die in Nits gemessen wird. Während SDR-Material eine nominale maximale Helligkeit von 100 Nits hat, welche sich an die Einschränkungen der ersten Kathodenstrahlröhren lehnt, liegt HDR in der Regel bei 1000 Nits bis vielleicht 1500 Nits. Dabei kann HDR, zumindest theoretisch, Helligkeiten von bis zu 10.000 Nits darstellen. Allerdings ist mir kein einziger Bildschirm bekannt, der auch nur annähernd so hoch kommt. SDR-Fernseher schaffen nur 100 Nits und die meisten Computerbildschirme schaffen 250 bis vielleicht 400 Nits, 600 Nits, wenn du Glück hast und es viel teurer war. Einfach ausgedrückt, die Clips sind völlig in Ordnung, sie zeigen nur höhere Luminanzwerte bzw. einen größeren Dynamikumfang an, als der Bildschirm darstellen kann.
Was war und ist also die Lösung? Nun, bis 10.6.6 hast du den Clip in deine Timeline gelegt und musstest dann seine Luminanzwerte konvertieren, damit es auf einem SDR-Display korrekt dargestellt werden konnte. Dieser Vorgang wird Tonwertzuordnung oder auch Tone Mapping genannt. Das wurde auch nur mit dem Filter HDR-Werkzeug richtig gemacht. Nicht, wie von einigen fälschlicherweise empfohlen, indem man den Farbraum über das Einstellungsfenster des Clips überschreibt. Zumindest nicht, wenn man wollte, dass der Clip genau so aussieht, wie er aufgenommen wurde. Den angewendeten HDR-Werkzeugfilter stellte man dann einfach auf HLG zu Rec 709 SDR, wenn es sich um einen iPhone-Clip handelte. Und bingo, man war startklar. Natürlich kannst du den Farbraum eines Clips auch weiterhin mit dem HDR-Werkzeugfilter konvertieren, aber der Filter ist im Grunde nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit älteren Projekten vorhanden. Ja, das war alles ein bisschen kompliziert und verwirrend. Die Leute wollen doch einfach nur schneiden. Und genau da kommt die neue automatische Farbanpassung ins Spiel. Wenn du in den Final Cut Pro Einstellungen unter Allgemein nachschaust, wirst du feststellen, dass unten ein neues Kontrollkästchen hinzugefügt wurde. HDR automatische Farbanpassung, das standardmäßig aktiviert ist. Diese Einstellung hat zweierlei Auswirkungen. Erstens, wenn sie aktiv ist, verwaltet Final Cut Pro die Farbraumeinstellungen automatisch, sodass du problemlos HDR- und SDR-Clips im selben Projekt bearbeiten und sogar verschiedene Arten von HDR miteinander mischen kannst. Wenn ich einen beliebigen Clip in meinem Ereignis auswähle, kannst du die neuen Farbanpassungseinstellungen dafür unten im Informationsfenster sehen. Das heißt, wenn du einen Clip zu einem Projekt hinzufügst, das auf einen anderen Farbraum eingestellt ist, wird der Farbraum des Clips automatisch in den des Projekts umgewandelt. Sowohl hier als auch später in der Timeline kannst du die Farbanpassung auch manuell einstellen, wie ein einzelner Clip konvertiert wird, unabhängig davon, auf welchen Farbraum ein Projekt eingestellt ist, in dem du ihn verwendest. Zum Beispiel für eine bestimmte Konvertierung wie HDR-HLG zu SDR für HLG-Clips, die du zu einem SDR-Projekt hinzufügst, sollte die automatische Anpassung aus irgendeinem Grund nicht funktionieren und du sie nicht jedes Mal neu einstellen möchtest, wenn du den Clip verwendest. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Farbraum-Metadaten des Clips fehlen oder irgendwie fehlerhaft sind. Dieser Clip von meinem Hund zum Beispiel ist ein HDR-Clip von einem iPhone in HLG, wie man im Informationsfenster sehen kann. Hängen wir ihn mal in jedem dieser Projekte an, die jeweils auf einen anderen Farbraum eingestellt sind. Ein SDR-Projekt, ein HDR-HLG und ein HDR-PQ-Projekt. Wenn ich den Clip in das SDR-Projekt einfüge, sieht er genauso aus, wie er aussehen soll, anstatt wie bisher völlig überbelichtet zu sein. Wenn ich den Clip auswähle und im Informationsfenster die Einstellungen für die Farbanpassung aufrufe, sehen wir, dass das daran liegt, dass die automatische Anpassung die Tonwertzuordnung auf HLG zu SDR eingestellt hat. Auch das musste ich bis 10.6.6 manuell über den HDR-Werkzeugfilter erledigen. Wenn ich das auf HLG eingestellte Projekt öffne und denselben Clip mit der E-Taste anhänge, sieht es auch hier genauso aus, wie es sollte. Wenn ich den Clip auswähle und mir im Informationsfenster wieder die Einstellung für die Farbanpassung ansehe, sehe ich, dass die Anpassung die Tonwertzuordnung auf Ohne gesetzt hat, wie es sein sollte. Wenn ich das Bild in das HDR-PQ-Projekt wiederum einfüge und die Farbanpassung überprüfe, sehen wir, dass es auf HLG zu PQ eingestellt ist. Selbst wenn ich Command J drücke, um in meine Projekteinstellungen zu gelangen und es von PQ auf HLG umstelle, sehen wir, dass danach die Anpassung automatisch auf Ohne umgeschaltet wurde, da sie jetzt ja keine Tonwertzuordnung mehr benötigt. Sehr cool. Die Kehrseite der Medaille: Wenn du schon einmal SDR-Material in einem HDR-Projekt bearbeitet hast, wirst du das Gegenteil festgestellt haben. Das Material war zu dunkel, wie du an diesem SDR-Clip sehen kannst, bei dem die automatische Farbanpassung ausgeschaltet ist. Auch hier kommt die Farbanpassung zur Hilfe. Wenn sie eingeschaltet ist und ich den SDR-Clip in mein HLG-Projekt einfüge und dann die Einstellungen überprüfe, wird angezeigt, dass es nun automatisch auf SDR zu HLG umgestellt wurde. Aber standardmäßig wird der 100%ige SDR-Weißpegel auf einen 75%igen HLG-Signalpegel gesetzt.
Das bedeutet, dass alles, was in SDR bei 100 IRE lag, jetzt bei 75% liegt, wie die Scopes unter Command 7 auch beweisen. Wenn du 100% des HLG-Signalpegels haben willst, kannst du die Anpassung einfach auf manuell stellen und darauf umstellen. Und für alle HDR-Nerds da draußen, wenn du dich in einem PQ-Projekt befindest, wird der 100%ige SDR-Weißpegel standardmäßig auf einen PQ-Signalpegel von 58% oder 203 Nits eingestellt. Wenn du einen höheren Wert willst oder brauchst, kannst du ihn wieder auf manuell umstellen und die Spitzenhelligkeit mit dem Schieberegler anpassen, wenn du zum Beispiel 1000 oder noch mehr Nits erreichen willst. Die andere, weniger offensichtliche Funktion der automatischen Farbanpassung betrifft Mediatheken. Wenn du, wie ich hier, eine neue Mediathek erstellt hast, war und ist sie standardmäßig auf die Standard Gamut SDR Farbverarbeitung eingestellt, also auf den SDR-Farbraum. Seinen Film in SDR zu verarbeiten ist natürlich auch völlig in Ordnung, da die allermeisten Bildschirme ohnehin nur SDR korrekt darstellen können. Nur bisher musstest du in den Einstellungen der Mediathek irgendwann manuell auf breiter Gamut HDR umschalten, wenn du denn dein Projekt in HDR auch bearbeiten wolltest. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit der neuen automatischen Farbanpassung wirst du jetzt auch gefragt, ob du die Mediathek auf HDR umstellen möchtest, wenn denn das allererste Medium, das du in das Ereignis importierst, entweder per Drag and Drop oder sogar über das Importfenster in HDR ist. Wenn du weißt, dass du dein Projekt in HDR exportieren willst oder musst, kannst du einfach auf zu HDR wechseln klicken und die Mediathek wird für dich auf breiter Gamut umgestellt. Andernfalls klickst du einfach auf als Standard behalten, um sicherzustellen, dass deine Clips für die spätere SDR-Ausgabe die korrekte Tonwertzuordnung haben. Ich schalte sie auf HDR um. Wenn ich jetzt ein Projekt mit meinem HDR-Clip erstelle und die automatischen Einstellungen überprüfe, kann ich sehen, dass das Projekt automatisch auf 2020 HLG eingestellt ist, genau wie mein Clip. Sehr hilfreich. Einige der Dinge, bei denen die automatische Farbanpassung nicht immer korrekt funktioniert, sind ältere Titel, Übergänge, Generatoren und Effekte. Zumindest nicht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, das kann sich also in Zukunft ändern. Ich zeige dir im Zusammenhang mit Titeln, was ich damit meine, wobei der Vorgang für den Rest im Grunde der gleiche ist. Soweit ich sehen kann, wurden allerdings alle Standardtitelgeneratoren etc. von Final Cut Pro so angepasst, dass sie sich auch automatisch anpassen. Aber Titel etc. von Drittanbietern, die vor 10.6.6 erstellt wurden und möglicherweise sogar viele danach, werden nicht automatisch angepasst. Dieser Titel zum Beispiel von Motion VFX, dem meiner Meinung nach bei weitem besten Vorlagen- und Plugin-Hersteller für Final Cut Pro, wird in meinem HDR-Projekt nach dem Verbinden deutlich zu dunkel angezeigt. Wenn ich mal den darunter liegenden Clip mit der V-Taste deaktiviere und die Scopes mit Command 7 wieder öffne, sehen wir, dass die vermeintlich weiße Schrift im Titel nicht mehr wirklich weiß ist, sondern grau. Also genau der gleiche Effekt, den wir bei SDR-Clips in einem HDR-Projekt gesehen haben. Die Luminanzwerte sind zu niedrig. Ein Blick auf die Farbanpassungseinstellungen des Titels zeigt, dass sie auf Ohne eingestellt ist. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, warum sie nicht als sich im SDR-Farbraum befindlich erkannt werden, denn wie wir gleich sehen werden, ist das tatsächlich der Farbraum, auf den sie eingestellt sind. Um sie auf das tatsächliche Weiß oder besser gesagt auf die richtigen Luminanzwerte zu bringen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, die jeder machen kann, ist das Farbanpassungs-Pop-up des Titels auf manuell zu stellen und in diesem Fall entweder SDR zu 75 oder 100% HLG zu wählen. Genau wie bei den SDR-Clips. Und schon ist die Luminanz meines Titels wie gewünscht angepasst. Das einzige Problem ist, dass wenn ich den darunterliegenden Clip wieder mit der V-Taste aktiviere, das offensichtliche Problem darin besteht, dass die allermeisten Titel so aufgebaut sind, dass sie auch alles darunterliegende beeinflussen, so wie es in diesem Fall ist. Denn jetzt ist der Clip völlig überbelichtet. Wenn du also die zweite Option, die die Verwendung von Motion vorsieht, nicht machen kannst oder willst, dann musst du in einem Fall wie diesem mit Option G einen zusammengesetzten Clip aus dem Titel erstellen, ihm
einen Namen geben, wenn du willst, und auf OK klicken. Jetzt hat der Titel die richtige Luminanz, ohne dass er den Clip darunter beeinflussen kann. Die zweite Option ist für alle, die Motion 10.6.4 oder neuer besitzen und sich nicht jedes Mal mit der Auswahl und dem Wechsel hin und her beschäftigen wollen, wenn sie einen Titel verwenden, den sie vielleicht öfter benutzen. Auch dieses Verfahren ist super einfach. Du klickst einfach mit der rechten Maustaste auf den Titel, dessen Farbverarbeitung du anpassen möchtest, und wählst InMotion öffnen oder Kopie öffnen in Motion, wenn es sich um einen Standard Final Cut Titel handelt, aber wie ich schon sagte, sollten diese nicht betroffen sein. Einmal geöffnet, musst du nur noch die Projektebene oben im Ebenenfenster auswählen und dann im Informationsfenster auf die Registrierkarte Eigenschaften gehen. Hier solltest du neben Farbverarbeitung sehen, dass Standard Gamut SDR eingestellt ist. Hier klickst du einfach auf das Pop-up-Menü und stellst es auf Automatisch. Du wirst darauf hingewiesen, dass die Änderung des Gamuts zu Farbverschiebungen führen kann, was ich aber an dieser Stelle eigentlich gar nicht tue. Naja, und du kannst einfach auf OK klicken. Jetzt musst du nur noch zu den Eigenschaften zurückgehen und du wirst sehen, dass ein Schieberegler für den HDR-Weißwert erschienen ist. Standardmäßig ist er auf 75% eingestellt, aber du kannst ihn auch auf zum Beispiel 95% setzen, wie bei jeder Standardvorlage für Final Cut-Titel oder sogar 100%, wenn du denn einen Bildschirm hast, auf dem du eine solche brennende Helligkeit genießen kannst. Zum Beispiel einen Apple XDR-Bildschirm. Oder du stellst sie auf irgendwas Beliebiges ein und veröffentlichst den Schieberegler, damit der Benutzer selbst entscheiden kann, wie es einstellen möchte. Jetzt musst du nur noch Command-S drücken, um das Ganze zu speichern. Dir wird gesagt, dass du es entweder als Duplikat speichern kannst, also quasi als Kopie des Originals, falls du die aktuelle SDR-Version behalten willst, um sie zum Beispiel in älteren Versionen von Motion und Final Cut Pro zu verwenden, oder du kannst es als Original speichern und es damit ersetzen. Ich klicke mal Original. Damit kann ich zurück zu Final Cut Pro und zu meiner Titelübersicht wechseln. Ich wähle den Titel erneut aus und drücke Q, um ihn mit meiner Timeline zu verbinden. Wenn ich jetzt in der Timeline darüber skimme und mir die Scopes ansehe, sehe ich, dass er jetzt ohne weitere Anpassung genau so aussieht, wie er aussehen soll, obwohl die Einstellung für die Farbanpassung immer noch auf Ohne steht. Wiederhole den Vorgang für alle Titel, Generatoren, Übergänge oder Effekte, die in deinen HDR-Projekten nicht wie erwartet angezeigt werden und die du anpassen möchtest. Zu guter Letzt noch ein Schnelldurchgang der sonstigen, eher kleineren Neuerungen seit Final Cut Pro 10.6.6. Okay, es gibt auch neue Voreinstellungen für Farbkorrekturen. Bisher gab es Farbkorrekturvorgaben nur in Form von Filtern in der Kategorie Aussehen in der Effektübersicht. Diese waren zwar ganz okay, um schnell einen Basislook zu erstellen, aber der größte Nachteil war und ist, dass sie außer ein paar einfachen Schiebereglern nur sehr wenige Anpassungsmöglichkeiten bieten. In manchen Fällen gibt es sogar nur einen einzigen Schieberegler für die Stärke des Effekts und das war's. Also eigentlich nicht wirklich hilfreich oder flexibel. Aber jetzt gibt es Voreinstellungen für sowohl Farbtafel als auch Farbkorrekturen als Kategorie in der Effektübersicht. Die Voreinstellungen für Farbtafel sind genau das. Die Filter für die Farbtafel basieren auf dem Standard-Farbtafeleffekt. Wenn du also eine von ihnen anwendest und im Informationsfenster des Clips nachschaust, siehst du, dass sie einen regulären Farbtafelfilter anwendet, der entsprechend angepasst wurde, um dich in die gewünschte Richtung zu bringen. Und da es sich um eine reguläre Farbtafelkorrektur handelt, kann ich sie im Gegensatz zu den Aussehenfiltern ganz einfach nach Belieben anpassen. Schön. Die Voreinstellungen für Farbkorrektur hingegen sind genau dasselbe, nur dass sie auf dem Farbanpassung-Effekt basieren, der auf meinen Clip angewendet wird. Auf diese Weise sind sie auch zu 100% mit Final Cut Pro für iPad kompatibel, da sie auch dort verfügbar sind. Und wenn du mich fragst, sind sowohl unter diesen als auch unter den anderen ein paar sehr nützliche Voreinstellungen dabei. Wie ich bereits in dem einen Beispiel für die Szenenentfernungsmaske erwähnt habe, hat Apple eine Menge neuer dynamischer Inhalte wie dynamischen Hintergrundgeneratoren integriert. In diesem Fall eine Auswahl von 12 wirklich schönen animierten Hintergründen, über die du zum Beispiel Titel- oder Keying-Effekte legen kannst. Alle können auf jede beliebige Länge verlängert werden und laufen natürlich perfekt im Loop.
Und obwohl leider keine Parameter veröffentlicht sind, die du bearbeiten kannst, wenn du einen bestimmten Generator magst, du ihn aber zum Beispiel in einem anderen Farbschema brauchst, empfehle ich einfach den Ausmalen-Filter, der eigentlich einfärben heißen sollte, zu verwenden und ihm nach Bedarf anzupassen. Außerdem gibt es neue dynamische Titel in der Titelübersicht unter demselben Namen. Hier findest du alle 38 neue Titel in 7 verschiedenen Kategorien. Alles von Vollbildtitel bis hin zu Bumper, hier Dämpfer genannt, und Bauchbinden. Diese wiederum haben die wichtigsten Parameter veröffentlicht, wie zum Beispiel die im Titel verwendeten Farben, die du nach Belieben bearbeiten kannst. Und wenn du dich entschieden hast, eine bestimmte Kategorie von Titeln in deinem Projekt zu verwenden, kannst du sie mit einem der 7 neuen dynamischen Übergänge perfekt ergänzen. Jeder dieser Übergänge ist nach der Titelkategorie benannt, zu der er stilistisch passt. Es gibt auch eine neue Kategorie Grundlagentitel, die eine relativ einfache, aber dennoch sehr nützliche Reihe von Titeln enthält. Bei allen Titeln kannst du auch die Art und Geschwindigkeit der Animation anpassen. Der scheinbar einfache Grundlagentitel hat zum Beispiel insgesamt 11 mögliche Animationen zur Auswahl. Um auf die Generatoren zurückzukommen, gibt es auch 12 neue gemusterte Hintergründe. Das sind verschiedene Wellenmuster, die natürlich auch nahtlos geloopt werden können. Im Gegensatz zu den dynamischen Hintergründen gibt es bei diesen zumindest grundlegende Bearbeitungsmöglichkeiten, was die Farbgestaltung angeht. Ein wenig darunter in der Generatoren-Seitenleiste findest du eine neue Kategorie Objekte, die dir 5 einfache, kurze, animierte Generatoren bietet, die auf soziale Medien ausgerichtet sind. Das sind einfache Like- und Klick-Elemente, die du zum Beispiel verwenden kannst, um deine eigenen Like- und Abonnieren-Aufrufe zu erstellen. Es wurden auch neue Logic-Effekte für Audio hinzugefügt, was immer eine gute Sache ist. Es gibt verschiedene neue Filter und, um nur ein paar zu nennen, zum Beispiel Chromaverb, welcher 14 spezielle Raumtyp-Algorithmen bereitstellt. Es ist ein sehr einzigartiger Filter für die Erzeugung von Hall. Er basiert auf dem Prinzip einer kreisförmigen Struktur, in der der Klang allmählich absorbiert wird, ähnlich wie in einem realen Raum. Wenn du also einen Hall brauchst, empfehle ich dir, ihn auszuprobieren. Es hat einige sehr beeindruckend klingende Vorgaben und auch eine Menge Raumarten, mit denen es einfach Spaß macht, rumzuspielen. Ja, und es sieht auch noch ziemlich cool aus. Dann gibt es noch den weniger spektakulär aussehenden De-Esser 2, ein schneller dynamischer Kompressor, mit dem ein bestimmtes Band hoher Frequenzen in einem komplexen Audiosignal isoliert und abgeschwächt werden kann. Du kannst ihn verwenden, um unerwünschte Zischlaute zu reduzieren, das heißt harte S- und T-Laute, die bei vielen durch die Mikrofonpositionierung, der Performance des Vokalisten oder durch Komprimierungs- und Sättigungseffekte verursacht werden. Und schließlich der Vintage Tube EQ-Filter, der wirklich nur für Musik oder Instrumente gedacht ist und 2 Retro-EQ-Geräte emuliert, die in der analogen Welt oft gepaart wurden, da sie sich gegenseitig ergänzten. Bestimmte Retro-Fans sollten diesen Filter also wirklich zu schätzen wissen. Und für alle ProRes RAW-Fans da draußen hat Apple ein brandneues Fenster für den Zugriff auf ProRes RAW-Einstellungen hinzugefügt, ähnlich dem, das zum Beispiel schon lange für Red RAW-Material verfügbar ist. Aber nicht nur das. Das Beste ist, dass sie eine neue API hinzugefügt haben, die es Kamera-OEMs ermöglicht, ein Plugin bereitzustellen, das noch besser mit ProRes RAW-Dateien arbeitet, die mit ihren Kameras aufgenommen wurden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Canon der einzige mir bekannte Kamerahersteller, der ein solches Plugin veröffentlicht hat. Wenn du also eine ProRes RAW-fähige Canon-Kamera hast, solltest du auf deren Webseite gehen und es herunterladen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ich bin sicher, dass es noch viele weitere von Nikon, Sony und andere geben wird. Wenn du einen ProRes RAW-Clip in der Timeline ausgewählt hast, gehst du einfach zum Informationsfenster des Clips und klickst unten auf die Schaltfläche ProRes RAW-Einstellungen ändern.
Dadurch öffnet sich das neue Fenster ProRes RAW Einstellungen, in dem du jetzt auch auf die in Final Cut Pro integrierten Standardeinstellungen für die RAW-Verarbeitung zugreifen kannst und nicht mehr über das Informationsfenster des Clips, wie ich in einem früheren Video über die Arbeit mit ProRes RAW-Dateien gezeigt habe. Hier kannst du die ISO-Einstellungen, den Belichtungsausgleich und vieles mehr anpassen, je nachdem, welche Kamera und welche Version des Atomos Recorders du verwendet hast. Wenn du aber, wie ich, ein Plugin des jeweiligen Kameraherstellers installiert hast, mit dem du das ProRes RAW-Material aufgenommen hast, kannst du jetzt die RAW-Kameraeinstellungen anpassen, die speziell für die Kamerasensoren dieses Herstellers optimiert sind. Ich wähle einfach den Clip in der Timeline aus, klicke auf das Einblendmenü Verarbeiten mit und wähle die Kameraherstellerspezifische Verarbeitung, die jetzt aktiv geworden ist. Dieser Clip wurde übrigens mit einer Canon R5C in 8K aufgenommen, die mir freundlicherweise von Herrn Stuart Morgan zur Verfügung gestellt wurde. Link zu seiner Arbeit in der Beschreibung. In diesem Fall kannst du sehen, dass sobald ich die Bearbeitung auf das Plugin von Canon umstelle, bekomme ich zusätzliche Schieberegler für Rauschunterdrückung und Schärfe. Denn im Fall von Canon kannst du mit dem Plugin nicht nur wie bisher den ISO-Wert und den benutzerdefinierten Weißabgleich einstellen, sondern je nach verwendeter Kamera auch die Rauschunterdrückung, die Schärfe und in einigen Fällen sogar die Korrektur der Objektivverzerrung und mehr. Wenn du zum Beispiel mit einer EOS R5, R5C oder R6 Mark II gearbeitet hast. Sogar die Tonwertzuordnung des Clips wird gemäß der Canon-eigenen Farbwissenschaft vermeintlich leicht verbessert. Wenn du also eine kompatible Kamera und das Plugin hast, schnapp es dir und lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Es gibt also ein paar große und ein paar kleinere Neuerungen. Meine Favoriten sind die Maske zum Entfernen einer Szene, die unbedingt umbenannt werden muss, und die automatische Farbanpassung. Aber was denkst du? Ich würde mich freuen, von dir in den Kommentaren zu hören. Denk an mein umfassendes Final Cut Pro Training, Link in der Beschreibung. Und wenn dir das hier geholfen hat, du etwas gelernt hast und dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann würde es dem Kanal sehr helfen, wenn du uns einen Daumen hoch gibst und vielleicht den Abonnieren-Knopf drückst, um zukünftige Inhalte wie diese zu sehen. Oder vielleicht haben diese Clips schon etwas, das dich interessiert. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.